Das Auto beginnt nachts um 2 Uhr nach Plan zu laden, um morgens pünktlich um 7 Uhr die 95% zu erreichen. Unten habe ich noch zusätzliche Telemetrie eingeblendet, ganz unten vom GPS der Dashcam und darüber die Daten vom Auto. Die Daten vom Auto werden nur alle paar Sekunden aktualisiert und im Falle eines Funklochs können sie auch noch älter sein. Gegen 7 habe ich mich dann auf den Weg Richtung Gerrit gemacht. Da über Nacht wieder viele Pollen aufs Auto gefallen sind, habe ich auf dem Weg zu Gerrit noch einen Halt am Waschplatz gemacht. Türklinke greifen, die gar nicht da ist. Nachdem nun auch Gerrits Sachen verstaut sind, haben wir uns durch den Hamburger Berufsverkehr auf den Weg Richtung Autobahn gemacht. Was ist das denn? Aber einer seine Dämmung verloren. Telefon. Wo war das? Merkst du das? Ich kenn die Stelle hier nicht. Aber das ist kurz hinter Schnelsen Nord. Guten Tag, auf der A7 Fahrt Richtung Norden. Die Dämmwolle. Genau. Okay. Tschüss. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Spack's mal fest, die Scheiße. Ja, wie jetzt? Na, das Gaspedal doch. Kurz vor der dänischen Grenze haben wir dann noch am Skandinavienpark gehalten, um zu frühstücken und ein paar Süßigkeiten zu kaufen. Da wir hier nun sowieso standen, haben wir auch direkt die Ladepause vorgezogen.
So, Daniel wollte gerne die Pinguinstange haben. Ja. Wir kommen den Stangen schon mal näher. Ja. Ach, die kleinen Toblerone mal wieder. Don't forget this moment. Hier sind wir in Dänemark. Ja. Remskabadum-dum-dum. Was? Jetzt sprechen sie alle so komisch. We are last. Don't worry about the future. Baby, don't bring up the past. So just live in the moment and enjoy it all. I'm right here, baby, if you want to call. Catch me and hold me and don't let me fall. Let yourself be free and break down the wall. Take me home tonight. I just wanna show
Nach dem kurzen Ladestopp ging es weiter Richtung Kopenhagen, um einen Blick auf das Gefängnis aus der Olsenbande zu werfen. Hier ist schon der Weg des Gefängnisses. So, und jetzt können wir da vorne, geht es gleich noch eine kleine Straße rechts rein. Hier. Und da sind hoffentlich ein paar Parkplätze frei. Hier ist ja nicht parken, ne? Hier rechts. Ja, hier rechts rein. Ja, das ist ja noch. Das ist Gäste. ja, wir können ja kurz mal stehen. Sagt er nicht, wessen Gäste? Rechts sind sie quasi mal mit dem Auto gekommen. Und dann haben sie hier geparkt. Los, komm, wach, Baby. Er steht schon da. Mensch, mit der verfluchten alten Kiste geht's nicht schneller. Ja. Hier, die Fahne. Hallöchen. Das sind ja alle Filme. Jeder Film beginnt damit, dass er da aus dem grünen Tor kommt. Aber auch alle Video überwacht. Ja, noch vom Gefängnis. Ein Gefängnis wird natürlich überwacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile alle außer Betrieb sind. Nun sollte es weiter Richtung Schweden gehen. Allerdings mit einem kleinen Umweg über einen anderen Drehort der Olsenbande. Die Klappbrücke aus dem 6. Film. Unser Weg führt uns zuerst runter durch und dann nach einer kleinen Schleife drüber. Während der kleinen Schleife kommen wir an 4 weiteren Drehorten der Olsenbande vorbei.
Da blutet mir das Herz. Das Haus abreißen. Das ist bestimmt auch, wenn ich mir das so angucke, da haben sie ja die Monumente weggenommen. Das war bestimmt auch irgendwas aus der Kriegszeit. Weil da oben siehst du noch die Krone auf dem Pfeiler. Geht gar nicht. Ist das da die Brücke? Ja, das hier ist eine Klappbrücke. Nun geht es endgültig Richtung Schweden. Erst durch den 4 Kilometer langen Tunnel und dann über die knapp 8 Kilometer lange Brücke. Auf der Brücke befindet sich auch die Grenze zu Schweden. Jetzt hat er es hier schon einmal. Meiner hat schon abgebucht und er lässt mich hier nicht mehr durch. Weil wahrscheinlich passte das nicht mit dem Kennzeichen überein. In Halmstad haben wir nun einen weiteren Ladestopp und einen McDonald's in der Nähe.
Göteborg mussten wir uns dann ein wenig durch Stau und Umleitung kämpfen. Da hätte ich an deren Stelle das ja schon komplett gesperrt, hier mal die Teile da wegzumachen. Diesen Fahnenübergang? Scheint so. Aufgrund einer Baustelle mussten wir die Autobahn verlassen und haben dafür eine schöne Aussicht bekommen. In Hoxtorp haben wir das zweite Mal in Schweden geladen. Mit dem Überqueren der Brücke sind wir nun endlich in Norwegen. Unser letzter Zwischenstopp ist Väsby. Hier wird es uns die nächsten Tage noch öfters hinführen. Wir haben hier noch einmal geladen und ich habe mir von Burger King einen Burger geholt. Um 9:30 sind wir dann endlich beim Hotel angekommen. Der zweite Tag begann früh durch laute Musik unbekannter Herkunft. Nach dem Frühstück wollten wir das Auto waschen und ein Paket für Sunny verschicken. Leider akzeptierte der Waschplatz nur Münzen und bot uns keine Wechselmöglichkeit an. So muss das Auto dreckig bleiben. Das Finden einer Postfiliale war auch schwieriger als gedacht. Letztlich haben wir zu Fuß eine gefunden. Nach ein paar bürokratischen Hürden hat dann auch das Versenden geklappt.
A German buddy of mine called Kevin sent me a lovely package. It's been years too since I've received a box like this. Später sind wir dann ein wenig entlang des Oslofjords gewandert. Etwas merkwürdig, immer wieder lagen Kabel einfach so zwischen den Bäumen. Zum Abend ging es nach Väsby zum Erkunden der Einkaufsmöglichkeiten. Abendessen gab es in einer kleinen Pizzeria. Auch der dritte Tag begann mit lauter Musik. Ich vermute inzwischen, dass es sich um die Russ handeln könnte. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ging es nach Oslo in den Skulpturenpark. Der vollelektrische Bus ist dabei sehr rasant unterwegs. Anschließend haben wir Oslo noch zu Fuß erkundet. Ich wollte noch was bei Stromberg kaufen, leider war das Gesuchte nicht vorrätig. Nach einem Tipp von Sunny wollten wir ursprünglich bei Olivia Mittag essen. Es sah aber so sehr nach geschlossener Gesellschaft aus, dass wir uns später ein anderes Restaurant gesucht haben.
Schlafen ist schwierig. Die ganze Nacht ist Action auf dem Parkplatz. Aber Gerrit hat noch vor dem Frühstück die Quelle für die laute Musik vor die Kamera bekommen. Es sind wie vermutet die Russ. Heute wird es ein langer Tag. Zuerst geht es Richtung Dram zum Spiraltunnel. Auf dem Weg dorthin fahren wir durch den Oslofjordtunnel, welcher zu seiner Eröffnung mit 7 Kilometer längste Unterwassertunnel Europas war. Der Spiralentunnel führt uns vorbei an einigen Trollen rauf auf den Berg. Auf dem Berg mitten im Wald sind wir auf ein kleines Freilichtmuseum gestoßen. Runter geht es auch wieder durch den Tunnel und anschließend fahren wir Richtung Holmkollen.
Kreisverkehr gibt es in Norwegen an jeder Ecke, sogar in den ebenfalls zahlreich vorhandenen Tunneln. Auf dem Weg lag noch ein Einkaufszentrum mit Supercharger. Hier haben wir geladen und eine Stormberg-Filiale gefunden, welche die gesuchte Jacke vorrätig hatte. Auf der Autobahn erwartete uns neben Maut auch noch Stau. Wieder geht es auf einen Berg. Die Straße ist steiler, als es aussieht. Per Fahrstuhl geht es auf die Aussichtsplattform. Zum Abendessen ging es wieder nach Väsby. Wie üblich laute Musik am Morgen. Heute ist der Nationaltag und wir fahren nach dem Frühstück wieder per Bus nach Oslo, um uns das Spektakel anzusehen. Unter all den Schulen fand sich auch eine deutsche.
Das Geheimnis des nicht enden wollenden Musikumzugs. Busse transportieren alle Schüler immer wieder an den Anfang. Einen Wecker braucht man hier jedenfalls nicht. Heute geht es zum Freizeitpark. Eigentlich sollte man hier kostenlos laden können. Das hat leider nicht geklappt. Freizeitpark wie ausgestorben. Die Holzachterbahn war mir zu laut und ruppig. Gerrit hat hingegen seine neue Lieblingsbahn gefunden. Bei der Wasserbahn Ragnarok war es genau umgekehrt. Also ich sehe gar nicht, dass du nass geworden bist. Bist du am Knie? Für meine Fälle ist es zu viel schon. Ich habe auch nur ein paar Tropfen abbekommen. Du bist doch einer, du wirst doch schon nass werden dabei und ich will nicht stören. Loopen, eine klassische Looping-Achterbahn von Vekoma. Vermutlich selbes Modell wie Big Loop im Heidepark. Leider mussten die Ride Operator jeden Sicherheitsbügel einzeln per Hand öffnen und schließen. Dadurch steht der Zug sehr lange in der Station. Für die Länge der Fahrt war man hier viel zu lange in der Schlange. Insgesamt hatte der Park für das Geld zu wenig zu bieten. Wir haben ihn vorzeitig wieder verlassen. Anschließend hat uns der Hunger in einen Supermarkt getrieben.
Beim abendlichen Drohnenflug ist uns noch ein brennendes Haus aufgefallen. Laut Zeitungsbericht hat die Feuerwehr es niederbrennen lassen. Heute gab es erstmals keine laute Musik am Morgen. Mit dem fast leeren Bus geht es nach Oslo. Wir wollen eine kleine Rundfahrt mit dem Schiff machen, welches wir Mittwoch schon beim Andocken beobachtet hatten. Während wir auf das Anlegen des Schiffs warteten, kamen immer wieder größere Gruppen Motorräder vorbei. Das Mitbringen eigener Getränke war verboten und es gab an Deck weder Schatten noch Sitzgelegenheiten. Anfangs hat der Fahrtwind gekühlt, aber der blieb nach kurzer Zeit aus. Fast eine halbe Stunde bewegte sich das Schiff nahezu überhaupt nicht. Mayday, Mayday, wir treiben Motoren los im offenen Ozean. Unfortunately, we have some technical problem and we need to return back to the pier. Safety is our priority here on board and we need to go back to the pier. So we are really sorry for this. But we cannot solve this problem here and so we need to go back. You will be refunded for the tickets, or if you wish to take another cruise later today or another day. Ich glaube ja nicht, dass wir bis morgen das Schiff wieder flott haben. Ach, jetzt geht der Antrieb wieder. Nur auf der einen Seite. In normaler Geschwindigkeit ging es nun wieder zurück. Zu Fuß ging es nur noch ein wenig durch Oslo, bis wir endlich einen Kiosk gefunden hatten. Aber eine spätere, vermutlich überfüllte Fahrt wollten wir nicht. Wir sind daher zurück zum Hotel. Kamera sehe ich nichts. Mal richtige Saltos sind das nicht, der macht da oben so eine Halbrolle. Das nicht, der macht da oben so eine Halbrolle. Am Abend sind wir noch ein wenig spazieren gegangen und haben uns an einer Tankstelle was zu essen geholt.
Gerrit ist mal wieder vorm Frühstück an den Strand gegangen. Nach dem Frühstück geht es nach Westby, einmal die Gegend genauer ansehen. Neben der Wohnsiedlung befand sich ein kleiner Wald mit einigen Trampelpfaden. Ein paar Kuriositäten fanden sich dort ebenfalls. Den Weg hier weiter folgen, tendenziell ein bisschen nach links.
Die Hydranten haben uns etwas verwirrt, da diese alle ausschließlich deutschsprachige Warnung hatten. Jetzt haben die andere Kupplungsanschlüsse. Weil die kann ja durchrutschen, die Kupplung. Bei uns ist die ja in Verzahnung. Dieser Elektronikladen wirkt eher wie ein Museum. Auf Empfehlung von Sunny habe ich mir dann noch einen sehr guten Milchshake gekauft. Abends wollten wir am Rand von Oslo noch zu einem alten Wasserkraftwerk. Auf dem Weg dorthin trafen wir auf eine kleine Rennstrecke. Die Winde vom Wasserfall waren eine Herausforderung für die Drohne.
Heute soll es nach Hause gehen. Während ich noch schlief, ist Gerrit jedoch noch ein letztes Mal zum Strand. Nachdem alles verstaut ist und wir gefrühstückt haben, geht es zuerst noch einmal nach Westby. Das Auto braucht Strom und wir wollen noch Süßes kaufen. Ich fühlte mich schon nach kurzer Zeit müde, daher haben wir den Ladestopp und den Fahrerwechsel vorgezogen. Das Navi hat dabei recht verwirrende Ansagen gemacht. Jetzt links abbiegen. Da wären die Lader gewesen. Jetzt befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Da sind auch nochmal welche. Eine Baustelle hat uns mal wieder auf die Landstraße geschickt.
musst du zwischen den beiden Dingern gleich Slalom fahren? Das sieht fast so aus. Weiß ich nicht, wie die sich das vorstellen. Diese verwirrende Baustelle hat sich anfangs noch bewegt, blieb dann ohne Vorwarnung plötzlich stehen. Mit Bremsen, die halten an. Halt mal ein bisschen Abstand, nicht wie beim letzten Mal, dass dann die Schranke nicht hochgeht. Das ist aber auch ein Talent dafür, ne? In der Nähe von Kopenhagen war dann plötzlich Stau und Einsatzfahrzeuge haben sich ohne Sirene durchgequetscht. Werden die alle abgeleitet von der Autobahn? Das ist aber nix. Übung oder was? Berufsverkehr. Das wäre eher selten dämlich. Oder irgendeiner hat ein Böschungsbrand gemeldet. Oder Person droht von Brücke zu fahren, glaube ich auch nicht. Ja, da steht jemand hinterm Geländer. Ja, droht zu springen. Das hätte ich auch die Autobahn nicht gemacht. Diese Brücke ist auch in der Osenbande zu sehen. Verdammt nochmal, wir sind da.
Jütland. Da ist die Brücke. Da drüben ist Jütland. Wir haben es geschafft, Leute. Wo sind wir? In Jütland, mein Schatz, ja? Also wo liegt denn dieses Jütland eigentlich? Wir sind ja eine Ewigkeit gefahren. Eine Landkarte hat natürlich wieder Du keine. hast doch einen Atlas. Ja, hier. Danke. Und werden wir mal sehen. Und wo ist Jütland? Na hier. Was das bisschen? Du meine Güte, und da gibt er so an? Gerrit wollte noch was vom Skandinavienpark, also ein kurzer Zwischenstopp. Mit 2% haben wir noch rausgeholt bei der Baustelle. Den krieg ich wieder weg. Da mach ich noch keine Sorgen. Ein letztes Mal laden. Dank sehr leerem Akku ging die Ladeleistung bis auf 255 Kilowatt. Gegen 10:30 war Gerrit dann wieder zu Hause und eine halbe Stunde später dann auch ich.